Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der tägliche Stoiker von Ryan Holiday ist ein Wegbegleiter für ein ganzes Jahr, der altbewährte Prinzipien der stoischen Philosophie in den Rhythmus des modernen Alltags übersetzt. In 366 kompakten Betrachtungen lädt das Buch dazu ein, täglich einen Moment der Klarheit zu schaffen, um weiser zu entscheiden, gelassener zu handeln und die eigene Haltung bewusster zu gestalten. Statt abstrakter Theorie bietet es praktikable Denkanstöße, die sich in wenigen Minuten lesen lassen und doch lange nachwirken. Grundlage sind die Ideen großer stoischer Denker wie Marcus Aurelius, Seneca und Epiktet, die Holiday in zeitgemäßes, verständliches Deutsch übertragen lässt und mit konkreten Hinweisen für die Umsetzung im heutigen Leben verbindet. Ob beruflicher Druck, private Herausforderungen oder der Umgang mit Ablenkung und Unsicherheit, der stoische Blick hilft, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, den eigenen Einflussraum klug zu nutzen und innere Stärke aufzubauen. Das Buch ist bewusst so strukturiert, dass es in kurzen Einheiten gelesen werden kann und trotzdem systematisch durch wesentliche stoische Themen führt, etwa Wahrnehmung, Handlung, Wille und Tugend. So entsteht eine beständige Praxis, die sich in Gewohnheiten verwandelt und das Denken formt. Der tägliche Stoiker ist keine Lektüre für einmal, sondern ein Trainingsprogramm für Charakter, Fokus und Ruhe. Es eignet sich für Einsteigerinnen und Einsteiger ebenso wie für Leserinnen und Leser mit philosophischem Hintergrund und entfaltet seinen Nutzen besonders dann, wenn man es konsequent als tägliche Routine nutzt. Wer nach Orientierung im hektischen Alltag sucht, findet hier einen verlässlichen Kompass, der nicht nur inspiriert, sondern zum Handeln befähigt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Tugend als Kompass. Die 4 Grundpfeiler als Entscheidungshilfe. Ein zentrales Anliegen des Buches ist es, Tugend als praktischen Kompass für jeden Tag erlebbar zu machen. Die stoische Tradition versteht darunter 4 Grundpfeiler, die Orientierung geben, wenn Entscheidungen komplex werden oder Emotionen die Wahrnehmung trüben. Weisheit bedeutet, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, Informationen sauber zu trennen und aus Erfahrung sowie klarer Analyse zu handeln. Gerechtigkeit richtet die Aufmerksamkeit auf das, was anderen zusteht, auf Fairness, Vertragstreue und das Gemeinwohl. Mut ist die Bereitschaft, das Richtige trotz Risiko zu tun, für Werte einzustehen, Kritik anzunehmen und unbequeme Gespräche zu führen. Mäßigung schließlich erinnert daran, Maß zu halten, auch wenn Verlockungen, Impulse oder äußere Anreize in Extreme drängen. Der tägliche Stoiker übersetzt diese Tugenden in Fragen, die man sich in alltäglichen Situationen stellen kann. Ist das, was ich hier tue, weise? Kommt meine Entscheidung allen Beteiligten gerecht? Welche mutige Handlung ist jetzt fällig, ohne leichtsinnig zu sein? Wo braucht es heute Grenzen und Disziplin? Solche Leitfragen lassen sich auf E-Mails, Meetings, Verhandlungen, Familiengespräche oder finanzielle Entscheidungen anwenden. Der Gewinn liegt in der Konsistenz. Wer diese Fragen regelmäßig durchgeht, trainiert moralische Klarheit und reduziert Reue im Nachhinein. Holiday zeigt, dass Tugend nicht asketische Strenge bedeutet, sondern kluge Balance. Ein gerechter Schritt kann darin bestehen, die Perspektive der Gegenseite bewusst einzunehmen. Mut kann heißen, Stille auszuhalten, statt vorschnell zu reagieren. Mäßigung kann so schlicht sein wie eine Pause vor dem Senden einer Nachricht oder das konsequente Setzen von Prioritäten. Weisheit wird greifbar, wenn man Informationsdiät hält und Quellen prüft, bevor man sich in Diskussionen verliert. Das Buch regt dazu an, persönliche Grundsätze zu formulieren und sie schriftlich festzuhalten. Solche Prinzipien wirken wie ein Geländer in schwierigen Phasen. Wer zusätzlich kleine Rituale etabliert, etwa eine tägliche Selbstbefragung am Morgen und eine kurze Gewissensprüfung am Abend, verankert Tugend im Verhalten. So entsteht nicht nur ein ethischer Anspruch, sondern ein praktikabler Rahmen, der die eigene Lebensführung vereinfacht.
weniger impulsive Fehltritte, mehrstimmige Entscheidungen, ein klarer innerer Maßstab. In einer Welt voller starker Reize, ständiger Ablenkung und kurzfristiger Belohnungen ist Tugend als Kompass ein stiller Wettbewerbsvorteil, der Vertrauen schafft, Beziehungen stabilisiert und langfristigen Erfolg möglich macht. Zweitens. Wahrnehmung und Urteil. Die Kunst, Ereignis und Bewertung zu trennen. Ein wiederkehrendes Motiv des Buches ist die bewusste Pflege der eigenen Wahrnehmung. Stoische Praxis beginnt damit, zwischen dem, was geschieht, und dem, was wir darüber denken, zu unterscheiden. Ereignisse sind zunächst neutral, unsere Bewertung verleiht ihnen Bedeutung. Wer diese Unterscheidung beherrscht, gewinnt Freiheit. Der tägliche Stoiker bietet zahlreiche kurze Impulse, die zu einer mentalen Pause ermutigen, bevor automatische Deutungen übernehmen. Diese Pause schafft Raum für nüchterne Analyse. Ein Beispiel aus dem Alltag. Ein Projekt verzögert sich. Der erste Impuls ist Ärger. Der stoische Schritt besteht darin, das Faktum zu benennen, Ursachen zu prüfen, Einflussmöglichkeiten zu identifizieren und die Bewertung bewusst zu wählen. Vielleicht eröffnet die Verzögerung eine Chance zur Qualitätsverbesserung oder zur besseren Abstimmung im Team. Diese Haltung knüpft an die klassische Differenz von Kontrolle und Nichtkontrolle an. Wir haben Macht über unsere Absichten, Urteile und Handlungen, nicht aber über Wetter, Märkte oder die Launen anderer. Das Buch trainiert, die Aufmerksamkeit auf den eigenen Einflussbereich zu lenken, statt Energie in Unabänderliches zu investieren. Daraus folgt Gelassenheit, aber auch eine höhere Wirksamkeit, weil Ressourcen dort eingesetzt werden, wo sie wirklich zählen. Ein weiteres Werkzeug ist die bewusste Rahmung. Dieselbe Situation lässt sich als Bedrohung oder als Trainingsfeld ansehen. Wird Kritik als persönlicher Angriff gesehen, verengt sich die Perspektive. Wird sie als Datenpunkt für Verbesserungen gewertet, entsteht Handlungsspielraum. Der tägliche Stoiker regt an, solche Reframings aktiv zu üben, schriftlich festzuhalten und im Team zu teilen, damit eine Kultur nüchterner, lösungsorientierter Wahrnehmung wachsen kann. Ergänzend lädt das Buch zu Praktiken ein, die emotionale Überhitzung senken. Atempausen, kurze Spaziergänge, das Sortieren von Gedanken auf Papier. Wer morgens eine Intention setzt und abends prüft, welche Bewertungen hilfreich waren und welche nicht, baut ein Archiv eigener Erfahrungen auf. Das stärkt das metakognitive Gespür, also die Fähigkeit, seine Denkvorgänge zu beobachten und zu steuern. Auch klassische stoische Übungen finden ihren Platz. Vorwegnahme möglicher Schwierigkeiten, um Überraschung zu reduzieren, oder die Erinnerung an die Endlichkeit, um Relationen zu klären. Beides schärft die Wahrnehmung für das, was heute wirklich wichtig ist. So entsteht ein realistischer, ruhiger Blick, der weder naiv beschönigt noch zynisch abdunkelt, sondern das Nötige sieht und tut. Drittens. Selbstdisziplin und Gewohnheiten. Kleine Schritte, große Wirkung. Disziplin ist im stoischen Sinn weniger strenge Selbstkasteiung als verlässliche Selbstführung. Der tägliche Stoiker nutzt die Kraft kleiner, wiederholter Handlungen, um Charakter und Ergebnisse zu formen. Eine Seite pro Tag ist bewusst so dimensioniert, dass sie auch an vollen Tagen machbar bleibt. Entscheidend ist die Routine. Lesen, reflektieren, anwenden. Aus dieser Dreifaltigkeit entstehen Gewohnheiten, die sich auf viele Lebensbereiche übertragen lassen. Wer morgens die kurze Lektüre mit einer klaren Intention verknüpft, zum Beispiel einer Tugend des Tages oder einem konkreten Verhalten, schafft einen Anker. Abends folgt eine nüchterne Auswertung. Was habe ich umgesetzt? Wo bin ich ausgewichen? Was lerne ich für morgen? Diese Zyklen verstärken Identität. Man handelt nicht einmal diszipliniert, man wird eine Person, die Disziplin pflegt. Das Buch ermutigt, Reibung im Alltag zu reduzieren. Sichtbare Trigger, vorbereitete Notizen, feste Zeiten und Orte erleichtern die Umsetzung. Ebenso hilfreich ist es, potenzielle Hindernisse vorwegzunehmen und Alternativen zu planen. Wenn der Morgen verplant ist, verschiebt man die Lektüre an den Mittag. Wenn das Telefon ablenkt,
wird es für die kurze Übung außer Reichweite gelegt. Solche mikrostrukturellen Anpassungen multiplizieren die Erfolgswahrscheinlichkeit. Ein weiterer Aspekt ist die bewusste Begrenzung. Mäßigung zeigt sich in Medienkonsum, Ernährung, Ausgaben und Pausen. Wer Regeln definiert, etwa feste Offline-Zeiten oder klare Arbeitsblöcke, schützt die eigene Aufmerksamkeit. Das Buch liefert dafür mentale Verstärkung, indem es an die langfristigen Erträge erinnert. Ruhe, Fokus und verlässliche Leistung. Hilfreich ist auch die Idee des minimalen Standards. Wer sich vornimmt, jeden Tag wenigstens 3 Minuten zu lesen und einen Gedanken zu notieren, bleibt in Bewegung. Aus Minimalstandards werden häufig Maximalwirkungen, weil die Hürde zum Beginn sinkt. Ergänzend empfiehlt sich die Verknüpfung von Gewohnheiten. Das Lesen könnte an den Morgenkaffee gekoppelt werden, die Reflexion an den Rückweg von der Arbeit. So entstehen Ketten, die eine Routine stabilisieren. Schließlich betont der tägliche Stoiker die Bedeutung von Selbstachtung. Disziplin ist nicht Selbstbestrafung, sondern ein Akt der Fürsorge für das eigene zukünftige Ich. Wer heute bewusst handelt, macht es dem morgigen Ich leichter. Diese Haltung senkt Schuldgefühle, weil der Fokus auf Fortschritt statt Perfektion liegt. Kleine Abweichungen werden registriert, aber nicht dramatisiert. Die Praxis geht weiter, Tag für Tag. Genau darin liegt die große Wirkung. Beständigkeit schlägt Intensität und stabile Gewohnheiten sind die leisesten, zugleich jedoch mächtigsten Hebel für Veränderung. 4. Widrigkeiten meistern. Aus Hindernissen. Trainingsfelder machen. Das Buch lehrt einen produktiven Umgang mit Schwierigkeiten. Statt Probleme zu bekämpfen oder zu verdrängen, werden sie als Trainingsfelder genutzt. Diese Haltung beginnt mit Akzeptanz. Das Hindernis ist da. Die Frage lautet nicht, warum es existiert, sondern wie es genutzt werden kann. Ein Projekt scheitert, eine Beziehung ist belastet, ein Markt bricht ein. Der stoische Blick sucht den Einflusshebel. Was kann ich lernen? Welches Verhalten anpassen? Welche Tugend entwickeln? So entsteht aus Frust ein Entwicklungspfad. Ein zentrales Werkzeug ist die vorausschauende Vorstellung möglicher Rückschläge. Wer Szenarien ehrlich durchdenkt, reduziert Schockmomente und erhöht die Handlungsbereitschaft. Pläne enthalten Redundanz, Alternativrouten und klare Stoppkriterien. Ebenso wichtig ist das bewusste Pflegen von Energie. Durch Krisen kommt man selten durch Intensität, sondern durch Ausdauer. Schlaf, Bewegung, Ernährung, soziale Unterstützung und klare Grenzen werden zu strategischen Faktoren. Der tägliche Stoiker erinnert stetig daran, dass Widerstand nicht nur äußerlich ist. Innere Widerstände wie Selbstmitleid, Zynismus oder Rechthaberei erschweren Lösungen. Die Praxis besteht darin, solche Tendenzen zu bemerken, zu benennen und durch hilfreiche Handlungen zu ersetzen. Gerade hier hilft die Tugend des Mutes. Mut kann bedeuten, um Hilfe zu bitten, Missstände anzusprechen oder Verantwortung zu übernehmen, auch wenn man nicht alle Variablen kontrolliert. Die Perspektive verschiebt sich vom Ergebnis auf den Prozess. Man bewertet sich danach, ob man das Bestmögliche getan hat, nicht nach einem kurzfristigen Resultat. Diese Prozessorientierung macht zäh, weil sie tägliche Fortschritte sichtbar macht und Rückschläge relativiert. Auch Dankbarkeit spielt eine Rolle. Wer das Gute im Schlechten erkennt, behält Zugang zu Ressourcen, die sonst verdeckt bleiben. Ein gescheitertes Vorhaben kann Netzwerke, Kompetenzen oder Klarheit über Prioritäten hinterlassen. Diese Ernte wird bewusst gemacht und integriert. Praktische Mikroaktionen unterstützen den Umgang mit Druck. Aufgaben in kleinere Schritte brechen, das Nächstmögliche tun. Entscheidungslimits setzen, um Grübelschleifen zu stoppen und regelmäßige Reflexionen, um Kurskorrekturen vorzunehmen. In Summe entsteht eine Kultur des Lernens. Widrigkeiten werden nicht romantisiert, aber sie verlieren ihren Schrecken, weil sie Teil des Weges sind. Wer diese Sicht verinnerlicht, erlebt mehr Selbstwirksamkeit, bleibt handlungsfähig und kann auch in stürmischen Phasen integer, fair und besonnen auftreten. Schließlich,
Gemeinschaft und Verantwortung. Stoische Ethik im modernen Leben. Stoische Praxis endet nicht an der Grenze des eigenen Schreibtischs. Der tägliche Stoiker betont stets die soziale Dimension. Menschen sind Beziehungswesen und Tugend entfaltet sich im Miteinander. Gerechtigkeit, Gelassenheit, Mut und Mäßigung zeigen ihren Wert besonders in Familien, Teams und Gemeinschaften. Wer sich an die Rolle als Mitmensch, Kollegin, Vorgesetzter oder Bürgerin erinnert, richtet Entscheidungen weniger am kurzfristigen Vorteil aus, sondern an der Wirkung auf das Ganze. Das Buch ermutigt, die eigenen Rollen bewusst zu definieren und sich Leitlinien zu geben. In der Führung etwa bedeutet stoisches Handeln, Vorbild zu sein, Erwartungen klar zu machen, Fehler einzugestehen und konsequent fair zu bleiben. Es heißt, zuzuhören, bevor man urteilt, den Beitrag anderer zu würdigen und Konflikte sachlich sowie respektvoll zu klären. In der Zusammenarbeit hilft die stoische Trennung von Fakt und Interpretation, Missverständnisse zu reduzieren. Man prüft Annahmen, fragt nach, bevor man bewertet und wählt Worte, die die Sache voranbringen. In digitalen Räumen gilt das besonders, weil Ton und Kontext leicht verzerrt werden. Eine stoische Netiquette bedeutet, nicht aus Impuls zu schreiben, Pausen einzubauen und sich an die eigenen Tugenden zu erinnern, bevor man sendet. Verantwortung umfasst auch langfristige Themen. Entscheidungen über Ressourcen, Umwelt und Gemeinwohl spiegeln Werte. Die Frage lautet, welchen Fußabdruck Handlungen hinterlassen und ob sie mit den eigenen Prinzipien vereinbar sind. Das Buch bietet dazu keine politischen Rezepte, wohl aber eine moralische Haltung. Aufrichtig, klar, maßvoll. Eine nützliche Praxis ist die tägliche Beziehungspflege. Kurze Nachrichten des Dankes, aufmerksames Nachfragen, verlässliche Zusagen. Solche Gesten stärken Vertrauen und bauen Kredit auf, der in schwierigen Zeiten trägt. Ebenso hilfreich ist die Kunst, Grenzen zu setzen. Nein sagen kann ein Akt der Fürsorge für alle sein, weil es Überlast verhindert und Qualität schützt. Für Familien liefert die stoische Haltung einen ruhigen Rahmen. Kinder lernen durch Beobachtung. Wer Fehler ruhig bespricht, Verantwortung übernimmt und lösungsorientiert bleibt, pflanzt Werte, die über Generationen wirken. Schließlich erinnert das Buch daran, dass niemand allein stark ist. Netzwerke, Mentoren, Freundschaften und Kollegialität sind Quellen von Kraft und Korrektur. Sie halten den Spiegel vor, verhindern blinde Flecken und erweitern Möglichkeiten. So wird stoische Ethik im modernen Leben zur gelebten Verantwortung, die sowohl das Individuum stärkt als auch die Gemeinschaft verbessert. Zusammenfassend: Der tägliche Stoiker ist ideal für Menschen, die mehr Klarheit, Ruhe und Richtung in ein anspruchsvolles Leben bringen wollen. Wer Führung übernimmt, ein Unternehmen baut, studiert, kreativ arbeitet, eine Familie trägt oder in Veränderungsphasen steckt, findet hier einen verlässlichen Anker. Das Buch verlangt keine langen Lesesitzungen. Es passt in den Morgenkaffee, in die S-Bahn, zwischen 2 Meetings oder in die Abendroutine. Gerade diese Alltagstauglichkeit macht es so wirkungsvoll. Aus einer Seite am Tag entsteht eine konsequente Praxis, die Denk- und Verhaltensmuster neu ausrichtet. Es ist ein Begleiter, kein Sprint. Der Nutzen zeigt sich in vielen Facetten. Sie werden Entscheidungen nüchterner treffen, weil sie Ereignis und Bewertung trennen lernen. Sie werden konfliktfester, weil sie ihren Einflussbereich kennen und ihre Energie gezielter einsetzen. Sie verbessern Beziehungen, weil sie fairer, klarer und geduldiger agieren. Sie steigern Leistung ohne innere Hektik, weil sie Gewohnheiten stabilisieren und Prozess statt Perfektion honorieren. Und sie bewahren Integrität, weil Tugend ihr täglicher Kompass wird. Warum dieses Buch und nicht ein anderes? Viele Werke über Stoizismus sind entweder theoretisch oder motivierend, aber selten beides zugleich in einem praktikablen Format. Der tägliche Stoiker vereint kuratierte Weisheit mit konkreten Impulsen zum Handeln, verdaulich aufbereitet für jeden Tag des Jahres. Die Struktur,
nimmt ihnen die Entscheidung ab, was sie wann lesen sollen und fördert dadurch Beständigkeit. Jeder Eintrag ist eigenständig, zugleich aber eingebettet in einen thematischen Bogen, der systematisch durch die Kernbereiche stoischer Praxis führt. Das Ergebnis ist ein Programm, das sich leicht beginnen und dauerhaft fortführen lässt. Die Investition lohnt sich, weil Sie ein Werkzeug für lebenslange Selbstführung erhalten. Statt kurzfristiger Motivationsschübe bekommen Sie einen klaren, wiederholbaren Prozess, der mitwächst. Wenn Sie bereit sind, täglich wenige Minuten zu investieren, bekommen Sie im Gegenzug einen ruhigen Geist, schärfere Urteile, bessere Beziehungen und eine Haltung, die Sie auch in stürmischen Zeiten trägt. Wenn Sie unterstützen möchten, Ryan Holiday, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.